Guten Morgen. Morgen. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein bisschen Verkehr vor dem Busterminal. Ciao Palenque. Es ist sehr heiß, so früh am Morgen. Und Palenque befindet sich in Chiapas. Chiapas ist ein Bundesstaat von Mexiko im Süden, an der Grenze zu Guatemala. In Palenque gibt es sehr viele schöne Wasserfälle und archäologische Stätten mit Pyramiden von Mayas. Ja, wir verlassen heute Chiapas und fahren mit dem Tren Maya nach San Francisco de Campeche in Campeche und nehmen euch mit. Viel Spaß! ¿Tiene experiencia con el Tren Maya? No, aún no me he subido. ¿O ha escuchado a alguien con experiencia en el Tren Maya? Pues de todas las personas que he ido a buscar, que a veces, la verdad, les encanta. Ah, ok. O sea, bueno, las son más buenas que malas. Ya, Sí. Mucha gente que, bueno, es como más ambientalista y eso, pues no les gusta como que alguna parte del recorrido porque sí se ve la selva, ¿no? Un poco destruida, pero bueno, es parte del progreso, ¿no? Por ejemplo, en Cancún se destruyen muchos manglares para construir hoteles y ahí nadie dice nada. Pero sí. Pues como hay mucha gente que está en contra de Andrés Manuel, entonces como que le van tirando más a eso, ¿no? Ah, ya. ¿Y ustedes de Chiapas? Sí, de aquí de Palenque. Ah, ok. ¿Y aún no sabe, hay un transporte público que lleve también a la estación del Tren Maya o por el momento solo es posible ir en taxi? Actualmente el ADO da el servicio colectivo, cobra 40 pesos por persona. Sí, estuvimos ahí en San Cristóbal, fuimos al Cañón del Sumidero, estuvimos 3-4 días en San Cristóbal y sí, ojalá la próxima vez sí, porque La pues verdad, uno siempre... hubiera valido la pena bastante visitar Sinacantán, ya que ahí prácticamente su economía principal es la elaboración de textil y la producción de flores. Sí, pero no se preocupe, no se ve su... No se pasa guste. nada. No tengo problema por eso, nada Ok. más curiosidad por lo que viene comentando. Sí, no grabo las Imaginé que personas, tenía, las caras sin pedir permiso. Da hinten könnt ihr sehen, wie der Zug ankommt. Und wir sind hier an der wunderschönen Station Palenque vom Tren Maya. Hinter mir also die Station in Palenque vom Tren Maya, Station Nummer 1, Terminal des Tren Maya. Ich mache mal eine kurze Runde mit euch, damit ihr seht, wie es hier aussieht. Das ist die Station von außen. Sehr schönes Gebäude, erinnert an eine Pyramide. So sieht es aus im Bahnhof Tren Maya. Da vorne steht auch schon der Zug. Hier gibt es einen kleinen Shop. Das ist der Eingang. Sehr, sehr schön. Und hier vorne seht ihr auch eine Karte vom Tren Maya, welche Stationen er fährt. Und wir befinden uns hier unten in Palenque, Station Nummer 1. Und wir fahren nach San Francisco de Campeche, das ist hier oben. Und das ist die ganze Halbinsel von Yucatan. Yucatan, Quintana Roo, Campeche. Hier unten ist Guatemala. Wir waren eben hier in Chiapas. Je pense quoi du Tren Maya? Beaucoup la communauté, mais pas la mienne. Le Tren Maya, c'est super beau, c'est super grand, hyper clean, c'est à la forme d'une pyramide et on a l'impression que c'est dégagé comme un accès aéroport, mais en mieux. So, hier wird noch ein bisschen die Koffer kontrolliert. So, wir haben die Sicherheitskontrolle geschafft und die Damen waren sehr, sehr freundlich. Sehr atmungsaktives Gebäude und hinter mir seht ihr auch den Zug. Der Herr erklärt, wie der Zug aufgebaut ist. So, man wird jetzt hier aufgerufen, je nachdem welche Klasse man gebucht hat.
Ja, wie ihr seht, hier sind eigentlich die Durchgänge, die automatischen, aber die sind noch brandneu eingepackt. Und weiter geht's, wir sind jetzt hier auf dem Gleis. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Da ist der Zug. Wir machen noch kurz ein Foto. Das Foto ist im Kasten. Brandneuer Zug. Und das Einsteigen läuft sehr geschmeidig, sehr angenehm. Hier ist der Bistrowagen. Hola, ¿doste? ¿Coche 2? Sí. Gracias. Hola. Buen día, bienvenidos. So. Apachurramos el botón verde para poder ingresar en cada vagón, por favor. Gracias. So, ganz schicker Zug. Und wir haben reservierte feste Plätze. Super schicker Zug. Mit allem, was man so braucht zum Reisen. Hier eine Kofferablage. Und wir haben die Sitze 17, 18. Quelle a été ton expérience dans le train Maya jusqu'à présent, Marina? Alors j'ai un petit peu stressée quand elle a commencé à ouvrir ma valise parce que je me suis dit que j'allais jamais pouvoir la refermer. Quoi d'autre? Non, très simple, très facile, très spacieuse, bien plus que les TGV français d'ailleurs. Hyper propre, ça aussi plus que les TGV français. Ouais, je crois que là-dessus, tu disais que le train venait de France justement. Il me semble que c'est une construction française, oui. Voilà. Merci beaucoup, Marina. Ouais, voilà, bah, c'était Marina en direct de Tren Maya à Palenque. Tren Maya Palenque. La suite plus tard. Ouais, c'est ça. Oh, es geht los, wir fahren los. Der Zug bewegt sich. Es ist natürlich ein historisches Ereignis, deswegen machen viele Fotos und Videos von der Abfahrt. Ah, ouais, la place, sympa. So, ich habe 2 freie Plätze hier direkt hinter mir erwischt. Und hier fährt der Zug ab aus Palenque. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses historische Erlebnis mitmachen dürfen. Ich zeige euch, wie hier die Sitze sind. Sehr bequem, viel Platz. Für meinen Geschmack. Ich passe hier gut rein. Man kann hier die Armlehnen anpassen, den Kopf anlehnen, hier bequem schlafen. Man hat auf jeden Fall genug Platz hier für die Beine. Ich kann meine Beine gut ausstrecken und ich bin mir sicher, hier seht ihr, wie viel Platz ich noch habe und ich bin 1,68 groß. Hier ist noch ganz viel Platz. Ich habe einen großen Rucksack hier. Ich sitze gerade aktuell nicht an meinem Platz. Hier ist ein Netz, hier ist noch was für die Füße abzustellen. Noch ein Tisch. Hier kann man seine Sachen aufhängen und es gibt auch eine Steckdose. Hier USB-Ports und eine normale Steckdose. Also eine mexikanische Steckdose, um das Handy aufzuladen. Ja, sehr, sehr bequem die Sitze. Oben kann man sein Gepäck hintun. Und das Personal ist sehr freundlich. Hier wird auch nochmal gewischt. Ja, typische mexikanische Freundlichkeit. Sehr freundliches Personal. Der Zug ist unglaublich sauber. Auf der Internetseite kann man eben sein Ticket kaufen mit Kreditkarte. Und es gibt mehrere Klassen. Es gibt die Premium-Klasse und dann gibt es die Touristenklasse. Die Touristenklasse ist auch nochmal aufgeteilt in nationale Touristen, internationale Touristen und lokale Zuggäste. Dementsprechend sind auch die Preise für internationale Touristen ist es etwas teurer und für lokale Menschen etwas günstiger. Die Landschaft ist wirklich schön. Pferde, Kühe, Bäume. Ja, man kann es sich gut gehen lassen im Zug. Wir sind wirklich kurz vor knapp aufgestanden und Richtung Zug. Ich konnte ja auch nicht einschätzen, wie lange das ungefähr dauert, wie kompliziert die Sicherheitskontrolle ist und so weiter. Aber es ging wirklich alles sehr geschmeidig und es war wirklich alles sehr, sehr angenehm.
Hier ist eine Palmenplantage und Kühe. Der Tren Maya wurde eingeweiht dieses Jahr, 2024. Meine Tante war tatsächlich dabei mit dem Präsidenten und hat mehrere Stationen eingeweiht von dem Tren Maya. Er ist, so viel ich weiß, ja, die Ticketkontrolle ist da. Also ich habe eben das Ticket online gekauft und dann eine E-Mail bekommen, eine PDF-Datei, wie wir das in Deutschland auch kennen. Und das zeige ich jetzt vor, das wurde dann auch gescannt, vorhin im Bahnhof und wird jetzt auch erneut kontrolliert. Vamos al bar. Un café. Ja, Marina möchte einen Kaffee trinken, deswegen gehen wir jetzt uns den Bistrowagen angucken. So, gibt es alle möglichen Chips, Getränke. Sehr schick, sehr stylisch hier, diese Sache. Und auch mexikanisches Marzipan, mexikanische Süßigkeiten. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. ¿Qué les podemos ofrecer? Comment je peux demander si la construction elle est... ¿A dónde la construcción del tren? ¿A dónde? ¿Las estaciones? Sí. No. No, mi amiga pregunta que si el tren es de qué país es la construcción. O sea, yo leí que el tren es una construcción francesa, pero no estoy segura. Ajá, yo tengo entendido que es de Alstom. ¿De Alstom? Ah, sí, sí, Alstom, de Alstom. Ça a été vendu. Sí, bueno, pero no lo construyeron aquí, ¿no? O sí, o partes aquí. Yo creo que partes sí allá. fueron partes aquí. ¿Dónde es Carla? Carla me dijo que allá en su estado, por Hidalgo, por allá fueron algunas partes. Pero, Ah, ok. Est-ce que l'objectif del Tren Maya c'est de continuer dans tout le Mexique. Ah, sí, o sea, van a construir más trenes en México, ¿no? sí, ¿Sí? sí, todavía está. También. ¿Algo más, chicas? No, muchas gracias. Muchas. Toilette. Oh, ouais, c'est ça. Wow. Super modern, sauber, angepasst, adaptiert, mit einem Kindertisch und Platz für einen Rollstuhl, Spiegel, um den Style nochmal zu kontrollieren. Ja, wir wurden freundlich darauf hingewiesen, dass im vorderen Teil des Zuges die Premium-Klasse sich befindet und Premium zahlt natürlich für seine Privatsphäre. Deswegen bleibt wie hier stehen. Hinter mir ist also die Premium-Klasse. Ja, wie in jedem Zug gibt es eben eine Premium-Klasse und eine zweite Klasse. Wir sind zweite Klasse. Wir sind normale Menschen, normale Bürger. Wir haben keine Premium-Klasse, brauchen wir auch nicht, weil die zweite Klasse, die Touristenklasse, extrem bequem ist und ja. ¿Cómo se llama, Marina? Mi kids boots, pero no hablo español. Entonces, Nihongo de Shave Mashopka. Ja, weil Marina spricht Japanisch, Deutsch, nein. Japanisch, Englisch, Serbokroatisch, Französisch. Ja. So sieht der Zug aus. Ich finde es auch schön, dass in Mexiko der soziale Aspekt immer so wichtig ist. Denn wenn man in Deutschland oder in Frankreich den Zug nimmt, dann ist jeder in der Regel für sich und es wird nicht unbedingt gequatscht und man lernt nicht wirklich Menschen kennen. In Mexiko ist es anders. Die Menschen unterhalten sich einfach viel spontaner untereinander. Gerade habe ich zum Beispiel einen Austausch beobachtet zwischen einem Deutschen und einem Mexikaner, die einfach ins Gespräch gekommen sind. Oder auch Mexikaner untereinander natürlich, fangen einfach an zu quatschen und erzählen, woher sie kommen, was sie machen. Und das finde ich immer sehr schön. Das heißt, der Zug wird hier auch wie ein sozialer Ort genutzt, wo man sich austauschen kann, ins Gespräch kommt und das ist lebhaft und nicht so jeder für sich in seiner Welt am Arbeiten am Computer.
wie in der Deutschen Bahn, wo alle genervt sind und keiner Lust auf die anderen hat, aber den Zug einfach nehmen muss. Hier wird es anders gelebt und das finde ich wirklich schön, dass man hier mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann und sich austauscht, sich unterhält. Wie in vielen Transportmitteln zum Beispiel ist es auch total normal, hier in Mexiko mit dem Taxifahrer zu quatschen oder ja, mit Menschen einfach kann man sehr leicht ins Gespräch kommen. Llegué a Cancún. Sí. Y luego de Cancún me fui a Valladolid 5 días. Ajá. Y luego me fui a Mérida 5 días. Y luego a Campeche otros 5 días. A Palenque 3 días. Y ahora regreso a Cancún 3 días más y luego ya me regreso. Es la oportunidad de conocerlos. Sí, es muy fácil con el tren. Pues apenas lo inauguraron este año, ¿verdad? Sí, ya Sí. va a cumplir un año. Station San Francisco de Campeche. Ja, Ankunft in San Francisco de Campeche. Der Zug ist fast angehalten. Gracias, señorita. Sind in San Francisco. Ah, está bien. Gracias. Gracias. Ausstieg in der Station San Francisco de Campeche. Wir sind angekommen, es ist warm. Ich kann den Pullover gleich ausziehen. Wir sind hier am Gleis. San Francisco de Campeche. Wir verabschieden uns Je vom peux me permettre de tout, mais il y a un mec qui m'a regardé dans le train, il m'a fait le latino lover. Hey. T'ouvres un peu plus ou pas? C'est tout sur la vidéo, hein? Ah oui, d'accord. Bah, c'est très bien. Vous connaître le local. Bueno, bye Tren Maya. Hasta la próxima. Al tren. Ya llegamos a kleiner Rundblick im Bahnhof. Und es ist warm, ich kann gleich mein Jäckchen ausziehen. Ja, so sieht der schicke Bahnhof in San Francisco de Campeche aus. Hier gibt es einen schönen Wartebereich, Ventilatoren und hier sind die Gleise, die Zugschienen. Attends, mais je suis pas sûre que ce soit celui-là. Ça c'est peut-être un hôtel. Je crois que c'est celui-là. Vamos a Campeche. ¿Conoces de allá? Ok. Gracias. So. Wir haben jetzt den richtigen Bus gefunden, weil alle hier so freundlich sind und uns richtig hinweisen. Sí, por favor. 50 par personne. Und ja, gleich geht's weiter. Hier noch ein schöner Blick von außen auf den Bahnhof in San Francisco de Campeche. So, wir sind jetzt hier angekommen, Marina und ich. Ja, On est bien arrivés. bien arrivé. Ça sent la mer. Ja, es riecht nach Meer, es riecht nach Strand. Hinter uns das Meer. Man konnte auf einer guten Strecke im Bus das Meer sich angucken. Da sieht man die Kirchtürme und sieht aus, als ob es hier eine Festung gegeben hätte. Es ist mein erstes Mal in Campeche und das sieht aus wie eine ehemalige Festung. Und hier wird etwas gebaut für eine Party oder so. Ein Fest auf diesem Platz. Und ja, wir laufen jetzt durch das Tor des Meeres und sind dann offiziell in Campeche angekommen. Wir müssen jetzt nicht mehr so weit laufen. Hoffentlich. Hier sind schöne bunte Häuser. C'est tout droit? Ja, wir begrüßen noch den Piraten. Ah, all body. Ça va bien? Vamos a bebida de tequila. pero la comida en primer. La comida primero. Les ambiances sont vraiment différentes. Enfin, c'est normal, on a été dans les hauteurs, la montagne, après on a été plutôt côté jungle, donc on est descendu à 200 mètres.
alors qu'on était à 2200 mètres et là on arrive à la plage, c'est encore un autre paysage, mais ouais, c'est trop beau. On connaît, il y a toujours des couleurs partout et les gens sont toujours trop sympas. Ouais, das ist Franchement. Ja, bis hierhin haben wir eine sehr schöne Erfahrung gemacht, Marina und ich. Wir sind in Mexico City gestartet und dann sind wir nach San Cristóbal de las Casas geflogen und gefahren. San Cristóbal de las Casas auf 2200 Metern Höhe in den Bergen. Tagsüber war es warm, aber abends war es schon kalt, ziemlich kalt und auch etwas feuchtes Klima. Und dann sind wir mit einem Tour, mit einer Exkursion nach Palenque gefahren. Palenque ist auf 76 Höhenmetern und nun sind wir mit dem Tren Maya in Campeche angekommen. Ein ganz schönes Abenteuer von den hohen Bergen. Ich meine, Mexico City ist auch auf 2000 Metern Höhe. Das heißt, wir sind in der Höhe geblieben erstmal und dann von San Cristóbal de las Casas mit einer Exkursion mit einem Tourbus runtergefahren und mit dem Zug dann wirklich bis auf Level 0 angekommen. Und ja, jetzt sind wir hier noch ein paar Tage und genießen einfach und machen Urlaub, so wie es sich gehört. Wir haben lecker gegessen, Marina und ich, und sind auf dem Platz der Unabhängigkeit und schauen uns etwas um hier in Campeche. Und ich zeige euch noch ganz kurz die Kathedrale, die hier hinter mir ist. Und jetzt versuchen wir es zur Strandpromenade zu gehen. Ils sont trop beaux les nuages. Ouais, c'est magnifique. J'ai senti l'aile du pigeon. T'as baptisé? Um den Tag ausklingen zu lassen, sind wir zum Malecón gelaufen. Sonnenuntergang war circa um 18 Uhr und wir hatten wirklich einen traumhaften Sonnenuntergang hier an der Strandpromenade. Schicker Fahrradweg, traumhaft schöne Wolken, das Meer ist etwas windig, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und morgen gehen wir sicher ans Meer zum Baden. Und hier seht ihr Campeche. Wir sind angekommen. Vielen Dank, wenn du bis hierhin geguckt hast, dann hinterlass mir doch einen Hashtag Campeche oder ein Hashtag Mexiko in den Kommentaren und schau dir gerne noch meine anderen Videos über Mexiko an und natürlich meine Videos übers Stricken. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Video. Ciao!